Ich mache mich auf den Weg Richtung Lima. Die Hauptstadt Perus gilt als eine der gefährlichsten Städte des Landes. Zum Glück habe ich bereits jemanden kennengelernt, der mich in Lima bei sich schlafen lässt. Ich muss es aber vorher schaffen, ihn per E-Mail zu kontaktieren. Und das Ganze ohne Handy. Das ist jetzt echt ein bisschen der Bruch. Verstehe nicht, jetzt bin ich hier im letzten Loch gelandet. Ich weiß jetzt nicht ganz, was ich machen soll. Ich bin jetzt echt leicht gebrochen und überfordert. Stefan wollte um 6 aufstehen, wenn irgendwie die Möglichkeit gibt. Guten Morgen! Oh, nee. Mein Zeug ist jetzt komplett vollständig gepackt. Mir hat er sehr stolz erzählt, dass er immer um 6 aufsteht jetzt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Wecker um 6 Uhr klingelt, aber dass sich der restliche Aufstehprozess 2 Stunden Zeit versetzt. Mahlzeit. Als Tagesziel setze ich mir die ca. 150 Kilometer entfernte Stadt Chimbote. Das geht schnell. Ich habe mich durch ein Auto mitgenommen, nach glaube ich 5 Minuten oder so. Und wer fährt nicht nur nach Chimbote, sondern auch nach Lima. Das heißt, vielleicht fahre ich einfach voll durch nach Lima heute schon. Und was der Wahnsinn ist, ich werde jetzt hier gerade schon wieder zum Mittagessen eingeladen. Also wirklich der Hammer. Da wir fast kein Benzin mehr haben, fahren wir auf der Suche nach einer Tankstelle durch eine komplett improvisierte Siedlung. Diese ganzen wüstenartigen Grundstücke, die gehören alle dem Staat. Und wenn du da irgendwie 3 bis 5 Jahre drauf wohnst, dann kriegst du quasi die Rechte geschenkt, also dann gehört dir das Land. Deswegen werden hier ganz neue Siedlungen gebaut. Abends werde ich wieder zum Essen eingeladen. Alter, ich bin voll gefressen und glücklich. Da wir den ganzen Tag durchgefahren sind, entscheiden wir uns, bei der Tankstelle zu schlafen und am nächsten Morgen nach Lima hereinzufahren. 83 Kilometer nach Lima sind es noch morgen. Das ist wirklich machbar. Hier, neben dem Auto, im letzten Eck, werde ich mich jetzt schlafen legen und dann geht es morgen früh direkt nach Lima. Es ist jetzt 3:30 Uhr morgens, Zeug ist gepackt. Noch in der Nacht machen wir uns auf den Weg Richtung Lima. Da der Stadtverkehr wirklich brutal ist und wir ans andere Ende von Lima müssen, brauchen wir für die letzten 80 Kilometer nochmal 4 Stunden. Jetzt bin ich echt in Lima. Bin jetzt in dem Stadtteil Ñaña. Ich habe gestern Abend schon eine Mail geschrieben. Durfte ich noch im Hotspot machen. Anscheinend gibt es eine kostenlose Bibliothek. Werde ich mich jetzt versuchen, den Tag reinzuchillen, bis ich halt Antwort kriege. Aber der Spaß macht natürlich erst um 9 auf, das heißt, ich muss mir jetzt noch die Zeit totschlagen. Übel geil, dieser Saftladen da. Dass ich da 2 Stunden für gewartet, dass ich da rein kann und jetzt sagen die, nee. Nur, keine Ahnung, also ich darf auf jeden Fall nicht rein irgendwie. Um an Internet zu kommen, flüchte ich mich in ein Restaurant, wo ich den ganzen Tag verbringe. Relativ schnell festgestellt, dass leider Gottes ich mein E-Mail nicht öffnen kann. Hier kam gerade übel nett die Anwohner. Ich meinte es einfach, ja, ich werde hier einfach irgendwo im Park oder im Zelt pennen. So, ich durfte es ja leider gerade nicht filmen, aber die 2 kamen nochmal wieder, weil sie meinten, es ist doch irgendwie gefährlich hier in Lima und so. Und haben gesagt, ja, du kannst hier einfach oben auf dieser Dachterrasse pennen. Die kamen jetzt gerade nochmal wieder, haben mir einen Besen gegeben, damit ich hier ein bisschen Staub wegmachen kann und haben mir hier 2 so Früchte. Ich habe sie beide tatsächlich noch nie gesehen. Das werden wir jetzt gleich auf jeden Fall mal eine Verkostung machen. Ich dachte, das wären beides Früchte. An alle, die jetzt nicht geistig behindert sind, so wie ich, und halt einfach schon von einer Stunde gecheckt haben, dass es eine Avocado ist und nicht irgendeine special tropische Frucht, das schreibst du mal in die Kommentare, dass ich einfach ein Idiot bin. Einfach magst du Depp, ohne irgendwas. Magst du Depp. Dann weiß ich genau, ihr seid schlauer als ich. Die sind so nett, das ist so krass. Ey, die kamen jetzt nochmal, mir hier ein Ding gebracht, Bananen, Wasser und das sind einfach so Walnüsse von ihrem Opa aus dem Garten. Ich wurde mal wieder zum Essen eingeladen. Muchas gracias. Gracias, Max. Gracias. Bienvenido al Perú. Guten Morgen, habe ich die Nacht geschlafen.
Ich habe jetzt gerade morgens versucht, mich in die E-Mail einzuloggen, es ging immer noch nicht. Und dann habe ich mal was gemacht, was ich wirklich schon hätte halt vor einem Jahr oder so machen können. Und das ist einfach meine E-Mail in so einem E-Mail-Client hinzuzufügen. Ja, und der macht's halt direkt. Ich habe mich jetzt entschieden, ich werde jetzt den Tag einfach wahrscheinlich hier bleiben, alle paar Stunden meine E-Mails checken. Ich habe jetzt nochmal eine E-Mail geschrieben, aber es ist jetzt relativ blöd gelaufen irgendwie so, weil bei allem, was die Leute sagen, in Lima halt ohne Unterkunft ist halt schon relativ echt scheiße. Ich werde jetzt erstmal frühstücken. Die Avocado muss ich auf jeden Fall essen. Ich habe auch noch Bananen in der Tüte, und einfach noch eine Mango und noch dieses Kilo Walnüsse, was ich da habe. Ich warte bis zum Abend auf dem Dach, aber es kommt einfach keine Antwort. Da es schon spät ist, entschließe ich mich, noch eine weitere Nacht hier zu schlafen. Guten Morgen. Es ist jetzt 6:30 Uhr, sowas um den Dreh. Ich habe mir eine Unterkunft rausgesucht auf Booking. Die konnte man da quasi reservieren, ohne zu zahlen. Die zahlt man in der Unterkunft. Und da habe ich was gefunden, was richtig cool ist. Einfach ein Platz, wo du quasi dich mit deinem Schlafsack hinlegen kannst unter einem Dach. Und du hast ein Bad, du hast Strom und du hast sogar eine Gemeinschaftsküche. Und dann zahle ich halt mal die 10 Zoll, weil ich habe geschaut, der Typ hat mich immer noch nicht geantwortet. Auf dem Blog hier habe ich mir aufgeschrieben, wo ich hin muss. Ja, mir wurde jetzt gerade noch gesagt, von den Zweien, die mir erlaubt haben, da oben zu schlafen. Das ist anscheinend Callao, also der Distrikt, in dem halt jetzt diese Unterkunft liegt, halt eigentlich so mit zu den gefährlichsten Distrikten von Lima gehört. Und ich soll da ein bisschen aufpassen, besonders nachts. 16 Sol und die 6 Fahrzeuge später bin ich jetzt in der richtigen Straße. Noch 3 Zwischenstraßen weitergehen und dann sollte ich ankommen. Ich hoffe es zumindest. So, hier sollte es sein. Edel. Jetzt klingeln wir mal und schauen, was passiert. Ich hoffe doch, es klappt. Da hat jetzt gerade jemand von drinnen irgendwie aufgemacht und sagt, nö, das ist hier nicht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier nochmal drücken soll und da nochmal drücken soll, aber keine Ahnung. Und die Nummer stand im Internet so. Ja, übergeil, Alter. Jetzt habe ich hier mit ihr geredet und die sagt, ja, das gibt's halt nicht mehr. Also die da rauskam. Das ist leer anscheinend. Ich weiß jetzt nicht ganz, was ich machen soll. So, bin jetzt ziemlich angepisst, ehrlicherweise. Da hat es ein Hostel, so, aber das ist ja voll für den Arsch. Verstehe nicht, jetzt bin ich hier im letzten Loch gelandet. Bin hier für übel viel Geld hierher gefahren. Und jetzt hat es dieses scheiß Hospedach einfach nicht. So. Das ist schon echt ein Scam irgendwie. Das ist jetzt echt ein bisschen der Bruch. Wie gesagt, da ist ein Hostel. Das merke ich mir auf jeden Fall mal, aber wird wahrscheinlich sackteuer sein. Jetzt gehe ich mal erstmal auf die Suche, was ich hier sonst noch so auftreiben kann. Es gibt halt auch echt einfach in keinem Restaurant Internet, so, was halt übel scheiße ist. Diese beiden Hostels, die ich da in der Straße gehabt habe, waren halt auch so Sex-Hostels. Ich weiß halt auch nicht, ob ich da unbedingt jetzt hin will. Das hier war auch, wie ich schon gedacht habe, wieder so ein Sex-Hotel-Dings. Es gibt hier gefühlt einfach nur die. Es gibt hier keine normalen Hotels oder Hostels. Ich habe jetzt gerade mit dem Security da von so einem Hotel geredet. Von dem einzigen richtigen Hotel, was ich gefunden habe. Ich war davor schon wieder bei so Hostel-Dingern, die halt wieder diese Sex- und Fremdgeh-Hotels sind, die man pro Stunde zahlt. Dann mit ihm geredet und er meinte, hier gibt es eigentlich quasi, also so gefühlt, er ist eigentlich das einzige Hotel, was es gibt. Und das günstigste, was ich wohl finden würde, wäre für 70 Sol. So, und das kannst du vergessen, ich zahle keine 70 Sol für eine Nacht Hotel. Hinter mir ist eine Tankstelle. Vielleicht frage ich da, ob ich die Nacht da irgendwie im Zelt pennen kann. Aber ich bin jetzt echt leicht gebrochen und überfordert, was ich jetzt machen soll. Aber ihr seht schon hinter mir, es gibt einen Totus. Um mich zu beruhigen, drehe ich erstmal eine Runde im Totus. Hier hinter diesem Busch, da ist die Tankstelle. Werde ich jetzt mein Zelt aufstellen dann gleich. Ist hier wirklich mitten, also mich sieht wahrscheinlich jeder. Aber ist vielleicht auch ganz gut so, wenn ich mehr Leute sehe. Denn ich habe das fucking Buch endlich fertig gelesen. Alter Schwede. David Copperfield. Ich empfehle es ehrlich gesagt niemanden auf Englisch zu lesen, weil es halt ungefähr so auf dem Level von so Shakespeare ist. Und dazu 900 Seiten hat. Aber dieses Buch habe ich jetzt, glaube ich, seit über einem halben Jahr mit mir rumgeschleppt und das ist halt fett, also das wiegt halt auch richtig. Und jetzt habe ich es endlich fertig gelesen. Hier in der Bibliothek kann ich kostenlos alles laden, was natürlich mega ist. Ja, und habe sogar Internet. Hier La Victoria ist. Es ist nur das Bauchgefühl, dass man sich hier unsicherer fühlt
als tatsächlich in Callao. Mit dem Bus mache ich mich auf den Weg ins Edelviertel Miraflores, wo ich mich an der Strandpromenade erstmal mit einer Portion Nudeln stärke. Danach suche ich mir einen geeigneten Spot, um Straßenmusik zu machen. Gerade kam der Security, aber anstatt dass er mich rausschmeißt, sagt er, da oben sind Kameras. Stell dich bitte unter die Kamera, dann sehen die dich nicht. Ey, wirklich, in Ecuador fliegt man da die ganze Zeit raus und hier gibt er dir noch Tipps, wie du quasi das System betrügen kannst. Die Schlafplatzsuche gestaltet sich abends schwerer als gedacht, weswegen ich zum Schluss mit dem Steinstrand Vorlieb nehmen muss. Es ist einfach eine Drohne von der Polizei da zu uns gekommen.